Hallo meine Freunde, heute geht es wieder um den Peugeot 206. Ich möchte euch zeigen, wie man beim 1,4 Liter Motor die Lichtmaschine ein- und ausbaut, und zwar im kompliziertesten Fall, also mit Klimaanlage und Servopumpe. Ganz wichtig bei jeglicher Arbeit an der Lichtmaschine, wir müssen zuerst die Batterie wegnehmen. Und weg ist sie, und wir sichern am besten auch einfach so, damit nichts passieren kann. Die Lichtmaschine sitzt bei diesem Auto vorne rechts am Motor zwischen der Servopumpe oben und der Klimaanlage unten. In der Anleitung steht, man soll das rechte Rad und die Radhausschale ausbauen. Vielleicht ging es auch ohne. Wir machen es trotzdem, dann hat nämlich die Kamera nachher einen besseren Blick. Und nicht so wie bei den anderen Videos, die ihr im Internet findet. Dort sieht er nämlich nichts außer Hände und Rücken von hinten. Vor dem Aufbogen ist wichtig, dass er nicht nach hinten rollen kann, also Keile drunter. Die Radhausschale hat hier unten zwei Torx 20 Schrauben, die machen wir mal raus. Wenn ihr keinen Schlagschrauber habt, ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, die Radmuttern zu lösen. Mit Hightech geht es natürlich auch so. Die Radhausschale hat hier ein paar Spreiznieten, die müssen wir erstmal lösen. Wenn der Kopf mal los ist, kann man die gerade so rausziehen mit dem richtigen Werkzeug. Dann könnt ihr die Schale im vorderen Teil so entnehmen. Bei dem Keilriemen, wenn ihr ihn wieder benutzt, markiert euch die Laufrichtung. Zum Lösen des Keilriemens, der hat so einen automatischen Spanner, braucht er so einen komischen Vierkantschlüssel. Gibt es in verschiedenen Formen. Das hier ist jetzt ein selbstgemachter. Die Position von den Eingriff ist hier an der Umlaufrolle. Dann müsst ihr den nach unten ziehen und dann müsst ihr den Riemen abnehmen. Irgendwo runter. Hat auch schon Spanner, wo einfacher gingen. Dann könnt ihr den Riemen ausfädeln. Der Kompressor hat 3 Schrauben, die lösen wir mal. Die gehen ja gut auf. Die gleiche nochmal auf der Rückseite, werdet ihr jetzt ein bisschen schlecht sehen. Auch lose. Und dann sitzt hier oben noch einer. Es sind doch 4, also immer so paarig wie die, hat die obere hier hinten auch noch eine. So, dann müssen wir hier das Kabel wegmachen, aber bevor mir das Plastik bricht, mache ich lieber das Mütterchen auf. Kabelbinder hier muss weg und dann machen wir das Mütterchen raus. Da macht er mal die oberen Schraube raus, wir beginnen mit der verdeckten, weil die nachher zu fummeln wird lustig. Die sieht so aus. Das war die obere verdeckte. Obere auf der anderen Seite, die sitzt hier. Seht ihr jetzt gut. Und dann bei solchen Schrauben immer aufpassen, ob die alle gleich groß sind. Zumindest lang ist die. Die gleiche Nummer mit den unteren Schrauben. Erst wieder die hintere, die ihr nicht seht. Auch die hat wieder die gleiche Länge. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob der Kompressor schon kommt. Ne, der will natürlich nicht. Dann geht er mal zart mit dem Brecheisen hier drunter und dann seht ihr, wie der kommt. Jetzt vorsichtig abruckeln, wenn er nämlich unten ist, fällt auf einen Schlag runter. Okay.
So allzu viel Platz haben wir nicht, weil wir müssen den jetzt in dem Bereich aufhängen. Die Klimaschläuche sind nicht länger. Die eine Schraube der Lichtmaschine sitzt hier hinter der Umlenkrolle. Das heißt, wir würden die nie rauskriegen, wenn wir die Umlenkrolle nicht demontieren. Gut. Dann können wir die Generatorschrauben unten schon mal lösen. Die ist lose und der Freund von dieser Schraube sitzt hinten dran. An die obere Schraube der Lichtmaschine komme ich tatsächlich nicht ran. Muss auch noch die Servopumpe locker gemacht werden. Damit wir hier mehr sehen, machen wir erstmal den Hitzeschutz hier weg. Und das ging ja gut. Mal Angst, dass sowas verbacken ist. Dann kann man das Teil hier abnehmen. Die Servopumpe ist einmal hier fest und einmal hier durch das Rad durchschraubbar. Zu der Schraube gibt es hier ein Loch im Rad, dann könnt ihr die so rausmachen. Wenn es möglichst nicht fallen lassen, und riesenlang ist das Mischstück auch. Fechten die Fische da mit Magnet raus, mit den Fingern kommt da ja keiner mehr dran. So, jetzt könnt ihr die ein paar Millimeter hochlupfen, das müsste schon reichen, dass man unten dran kommt. Jetzt komme ich an die verfluchte Schraube oben dran. Dann können wir die jetzt rausmachen. Das war die verfluchte Schraube. Wenn ihr da hinten auf die Nase drückt, könnt ihr hier die Leitung ein bisschen rausmachen, haben wir da ein bisschen mehr Platz. So, dann ist die Mutter mal lose vom Anschluss. Jetzt muss das Kabel hier gerade so drüber gehen. Ja, wird. So, jetzt haben wir da oben noch einen Anschluss, aber den kommen wir gar nicht dran. An die Schraube kommen wir wieder besser von unten dran. Die machen wir auch gleich ganz raus. Dann können wir auch gleich die unteren rausschrauben. Die bewegt sich auch schon. Sehr gut. Einen Punkt, im anderen nicht. Ich kriege nämlich das Kabel nicht raus. Erstmal überlegen, wie wir das Kabel hier wegkriegen. Da hinten ist noch eine Steckverbindung. Nehmen wir weg. So, das war die Lichtmaschine. Der Einbau der Lichtmaschine geschieht einfach in umgekehrter Reihenfolge. So steht es immer in den Anleitungen. Keine Angst, ich zeige euch natürlich den kompletten Prozess. Also wir setzen die Lichtmaschine wieder an. Und auch die letzte Schraube oben.
Dann könnt ihr das Kabel wieder reinstecken. Und drin ist der Stecker. Und die 4 Schrauben werden mit 45 Newtonmeter angezogen. Und wir haben die 45. Dann müssen wir das Kabel da oben wieder festmachen. Anzugsmoment sind 20 Newtonmeter. Jetzt kann die Servopumpe wieder zurück. Da seht ihr ja so ungefähr die alte Position. Die Imbusschraube kommt hier durch das Loch vom Servorad hier hinten rein. Da müsst ihr halt ein bisschen spielen, bis die trifft. Die Schrauben an der Servopumpe werden mit 20 Newtonmeter angezogen. Eine und die zweite sitzt da unten drin. Und auch die untere bekommt ihre 20. Zum Glück sind da immer so schön Löcher in dem Riemenrad. So, passt einfach wieder so. Und wir haben die Leitungen zusammen. Die hatten wir auch schon festgezogen. Der Hitzeschutz kann dann auch wieder drüber. Das wird verdammt heiß hier, da kann ein bisschen Keramikpaste im Gewinde nicht schaden. Das Rohr unten dran wird 800 Grad warm. Wenn ihr die Büchsen am Kompressor ein bisschen zurückdrückt, geht es mit der Montage einfacher. Mit ein bisschen zärtlicher Zuneigung versuchen wir den Klimakompressor wieder auf Position zu bringen. Nämlich mal die erste Schraube zu treffen. Eine ist mal so halbwegs in Position. Versuchen wir es mit der zweiten. Die will gar nicht. Jetzt will auch die zweite. So, kommen wir rein. So, jetzt noch die letzte. So, die Schrauben vom Generator werden mit 20 Newtonmeter angezogen. Und 20, und jetzt ist da oben noch irgendwo eine. Und 20. Dann könnt ihr auch den Kabelhalter wieder montieren. Hier war noch ein zusätzlicher Kabelbinder, kann nichts schaden, da kannst du da vorne nicht in die Laufrolle kommen. Als letztes kann wieder die Umlenkrolle für den Keilriemen rein. Und die Rolle bekommt auch 45 Newtonmeter. Dann natürlich den Riemen wieder drauf schieben. Gut, haben wir geschafft. So, dann setzen wir die Verkleidung hier innen im Kotflügel wieder rein. Der muss hier komplett innerhalb und dann sitzt er richtig. Da oben kommt eine Spreizniet. Hier kommt eine Spreizniet. Hier kommen Stöpsel. Hier war eine der Torx-Schrauben. Und die zweite war hier, die könnt ihr innen ein bisschen fühlen, wo sie passen. Wenn nämlich alles passt, dann sind wir richtig. Dann drehen wir das Zeug rein. Und dann drückt er die Nieten wieder flach. So, machen wir das Rädchen wieder drauf. Jetzt kann der kleine Rote wieder auf sein eigenes Rädchen stehen. Dann ziehen wir die Radmuttern noch mit 90 Newtonmeter fest. Einmal, zweimal, immer schön über Kreuz.
frei. Beim Einsetzen der Radkamme ist es immer hilfreich, da hinten ein bisschen reinzustochern. Wenn die einfach so draufschlägt wie die Reifenhändler, fehlen die Hälfte. So, jetzt sitzt es richtig. Die Keile kommen natürlich auch wieder raus, sonst hoppelt es so beim Rückwärtsfahren. Zum Abschluss der Reparatur müssen wir natürlich die Batterie wieder dran machen, sonst fährt es nicht so schlecht. Gucken, dass sie immer gut sitzt. Deckel drauf. Auch diese Reparatur haben wir wieder erledigt. Ich sage euch Tschüss, bis zum nächsten Video.